Moin zu einer neuen Runde Monkey Tested. Heute mit meinem Kooperationspartner Age of Origins. Age of Origins ist ein mobiles Tower Defense Strategiespiel, in dem du die Rolle als Kommandant übernimmst, der gerade die Stadt in einer zerstörten Welt übernommen hat. Heute geht es um den Endlos-Modus, also Tower Defense. Wie du dir ein starkes Ranking im endlosen Tower Defense Event mit den nachfolgenden Tipps und Tricks holen kannst. Dafür ist wichtig erstmal, dass ihr folgende Sachen versteht bzw. pusht und entwickelt, denn ihr seht hier bereits den aktuellen Kampfbonus. Woher kommt er eigentlich? Für den MG-Turm ist die Gebäudekraft essentiell, für den Raketenturm sind die Offiziere ganz wichtig, für den EM- oder EMP-Turm die Forschung und dann für den Laserturm selbst die Ausrüstungsstärke. Die Wochenrangliste geht immer von Samstag bis Freitag. Freitag auf Samstag Reset wird die zurückgesetzt. Und es gibt natürlich je nach eurem Rang auch entsprechende Belohnungen. Je weiter oder je besser ihr natürlich abschneidet, desto besser sind die Belohnungen. Allerdings gibt es auch jeden Tag, an dem ihr das durchführt und die Punkte sammelt, auch entsprechend die ganzen TD-Münzen. Die seht ihr hier. Ich habe aktuell 2406 und dafür gibt es dann auch einen Tauschladen. Und dieser Tauschladen beinhaltet Ausrüstungsgegenstände, die ihr für diese Münzen kaufen könnt und einmal Offizier-EP, aber das könnt ihr vernachlässigen, denn ihr solltet euch auf die Ausrüstungsgegenstände konzentrieren. Neben den Stats-Boni gibt es noch eine weitere Sektion, die zu beachten ist, besonders in der Vorbereitung deines Endlos-Zombie-TD-Kampfs. Das ist der Waffenbereich. Und Waffen kannst du für Gold zusätzliche Buffs kaufen, die du auch hier siehst. Da gibt es ganz unterschiedliche, unter anderem eben Ressourcen, Effizienz, dann Schaden für spezielle Türme, Schaden im Allgemeinen. Dann gibt es noch diesen Wettersteuerung, damit kannst du Zombies fixieren bzw. massiv verlangsamen und viele weitere, unter anderem auch noch Bomben. Wenn du jetzt oben hier im Regal die Auswahl siehst, die sieht jetzt nicht besonders attraktiv aus, kannst du für Gold auch sagen, du möchtest eine neue Auswahl bekommen und bekommst dann unter anderem dieses Setup. Die besten sind die goldenen. Ihr seht, ich habe nur einen goldenen, das ist die Wettersteuerung. Dann die lilanen, die blauen und die grünen sind im Endeffekt die schlechtesten, die am niedrigsten sind. Du kannst maximal 4 Buffs für den Kampf nutzen, aus jeder Qualität bzw. Farbe ein. Ich zeige euch jetzt einfach nur im Schnelldurchlauf die verschiedenen Türme und sage ein bisschen was dazu, was die eigentlich können. Fangen wir mit dem Maschinengewehr an. Das Maschinengewehr hat eine sehr hohe Reichweite, allerdings hat es einen akzeptablen Schaden. Ihr seht es unten, Einzelangriff und 218 Schaden. Das ist jetzt nicht super viel und es greift halt einfach nur ein Einzelziel an. Dann gibt es den Raketenturm. Der Raketenturm hat einen Bereichsangriff, was super ist, besonders bei vielen Zombies, dass er eben viel Schaden auf einmal bei verschiedenen Sachen macht. Der Schaden ist recht gering, ist der zweitgeringste von den 4 Türmen. Allerdings der Vorteil eben, wenn du ein paar davon hast, schießen sie gleich auf den ganzen Bereich und treffen damit auch viele direkt. Kommen wir zum dritten im Bunde, das ist der EM-Turm, der sorgt eben für eine Verlangsamung der ganzen Infizierten oder Zombies. Der Schaden ist unfassbar gering, aber das ist gar nicht seine Hauptaufgabe. Seine Hauptaufgabe ist, an strategisch wichtigen Punkten eben dafür zu sorgen, dass die Zombies langsamer werden. Denn die Kombination mit dem Nachfolgenden, das ist der Laserturm. Der Laserturm ist super stark, hat einen Anfangsschaden, der nicht sonderlich gut ist. Mit 109 ist der nicht sonderlich hoch, aber je länger er treffen kann, desto mehr Schaden verursacht er. Das ist im Endeffekt eine Skalierung des Ganzen. Und die Kombination von dem EM-Turm und der Laserkanone ist unerlässlich. Da das EM die Zombies verlangsamt und der Schaden des Lasers über die Zeit skaliert und super effektiv in der Kombination ist. Durch das Leveln der Türme kannst du deren Schaden bzw. deren Verlangsamungsfähigkeit erhöhen und zeitgleich deren Reichweite. Denn je mehr wir leveln, desto höher ist die Reichweite bzw. auch in dem Fall die Verlangsamung. Und das in Kombination ist natürlich sehr stark. Die höchste Reichweite hat zwar das MG, aber da macht es mehr Sinn, das in den Raketenturm zu stecken, denn der Raketenturm trifft einfach parallel mehrere Ziele auf einmal und deshalb ist das sehr gut. Jetzt kommen wir noch zu einer Feinheit, denn ihr seht gerade, zwar der Laserturm greift ein mit einem grünen Lebensanzeiger an, aber der Fokus von dem Laserturm wird immer hauptsächlich sein, sobald ein Boss da ist, beziehungsweise ein infizierter Zombie mit einer gelben Lebensanzeige in Reichweite, springt er direkt um. Wie ihr gerade gesehen habt, umgesprungen von den Grünen, die lässt er jetzt einfach weiter durchlaufen und fokussiert sich erstmal auf den mit der gelben Lebensanzeige und dann fokussiert sich natürlich der Raketenturm oder das Maschinengewehr deutlich mehr auf die mit der grünen Lebensanzeige. Das ist wichtig für eure Planung, dass ihr
Jetzt seht ihr das gleich wieder, genau, es sind Infizierte weitergelaufen, aber das Lasergewehr oder die Laserkanone switcht direkt um auf den Zombie mit der gelben Lebensanzeige. Und das passiert jetzt gleich wieder. Er beendet den und springt jetzt auf den mit der gelben Lebensanzeige und voller Fokus darauf. Deshalb ist die Laserkanone so super wichtig für Bosse, für die starken Infizierten. Im Vergleich dazu, der MG-Turm als auch der Raketenturm fokussieren sich hauptsächlich erstmal auf die mit der grünen Lebensanzeige. Das ist der große Unterschied und das ist immer wichtig zu wissen, was auch total Sinn macht, denn der Laserturm hat halt den hohen Schaden und versucht natürlich da auch den Endboss oder die Zwischenbosse zu besiegen, während eben der Raketenturm sich um den Rest kümmert, bzw. das Maschinengewehr. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich der Turmpositionierung. Gerade eben habe ich das random gemacht, denn ich wollte euch nur kurz die Vor- und Nachteile bzw. die Fokusse der einzelnen Türme zeigen. Jetzt kommen wir mal zur Turmpositionierung in einer strategischen Ausrichtung. Denn die Laserkanone sollte immer dort eingesetzt werden, wo sie eine lange Wirkung hat. Das bedeutet zum Beispiel an solchen Kreuzungen, an den Ecken, ist sie sehr, sehr effektiv einzusetzen. Und da packen wir dann natürlich eher die Laserkanone hin. Das sollte aber immer in Kombination mit einem EMP sein. Und deshalb setzen wir hier ein EMP hin. Hier setzen wir auch ein EMP hin, denn hier können wir wieder eine Laserkanone hinsetzen. Hier macht das nicht so viel Sinn. Hier können wir dann zum Beispiel den Raketenturm. Wenn wir den auch noch leveln, dann greift er auch noch bis auf die weitere Straße in diesem Bereich an. An dieser Stelle macht zum Beispiel total ein Raketenturm Sinn. Sobald ich wieder genug Ressourcen habe, um den zu kaufen, würde ich hier einen Raketenturm hinsetzen, weil dann kann er beide Bereiche, einmal hier und einmal dort, angreifen, weil hier macht kein Laserturm oder EMP sonderlich Sinn. Der EMP hat einfach nicht genug Reichweite, um das festzusetzen. Da würde ich eher hier einen EMP hinsetzen und hier eine Laserkanone. Jetzt sind wir hier bei der Bosswelle. Man sieht das, er kommt gegebenenfalls sogar weiter als das hier und hier kommt ja nichts mehr. Daher bietet sich an, bei solchen Situationen das abzureißen und dann gegebenenfalls lieber hier nochmal weiter zu investieren und entsprechend eine Laserkanone hinzubauen und auch zu leveln. Und damit kann ich gegebenenfalls schaffen, dass die Laserkanone hier den Boss kurz vor knapp doch noch erledigt. Das ist so zum Classic-Modus, was ihr machen könnt bei Bossrunden, also den finalen Wellen. Erstens die Pause-Funktion zu nutzen, das hilft schon mal enorm, denn ihr gewinnt damit Zeit. Ihr könnt die Türme ersetzen, ihr könnt die Türme anpassen, ihr könnt an Stellen, wo ihr vorher Raketen- und MG-Türme gesetzt habt, EMP-Türme und Laserkanonen nochmal setzen und sobald der letzte Boss weitergelaufen ist, also die ersten Türme, die ihn beschossen haben, die aber außerhalb der Reichweite mittlerweile sind, auf Pausieren zu klicken und dann die nächsten Türme auf das Maximum-Level zu leveln.